Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema weiterer 400 $ Anstieg für Gold erwartet. Ein Disclaimer. Weiterer 400 $ Anstieg für Gold erwartet. In den kommenden 5 Monaten erwartet dieser Analyst eine starke bullische Bewegung von Gold. Sollte sich die Aufwärtsbewegung von 2018 bis 2020 von bis zu 800 $ wiederholen, könnte Gold von seinem Tiefpunkt im Oktober 1626 $ bis Oktober 2024 auf 2400 $ steigen. Das klingt auf den ersten Blick zwar wenig, würde aber den Goldaktienbullenmarkt, der meines Erachtens bereits begonnen hat, die kommenden 18 Monate am Laufen halten. Am vergangenen Freitag gab es in den letzten Handelsminuten plötzlich doch noch eine Gegenbewegung, die sich erfreulicherweise bis heute für viele Junior Penny Gold Aktien fortsetzt. Daher empfehlen wir weiterhin nicht auf Korrekturen zu hoffen, sondern Junior Gold Aktien aktuell weiter zu kaufen. Ja, Sie sehen das hier am Chart, dass sich im Prinzip diese letzte 800 $ Bewegung jetzt wiederholen kann, wobei wir eben jetzt eben sagen, anders als dieser Statist, dass 400 $ eigentlich schon sozusagen gelaufen sind und die nächsten 400 $ dürften vermutlich für die Goldaktien besonders entscheidend sein, weil, sag ich mal, vermutlich die Zündung für die Goldaktienkkurse liegen eben in diesem Bereich und nicht in dem unteren Bereich, weil ja auch schon eine gewisse Zeit vergangen ist, die Kosten steigen etc. Aber irgendwann wird dieser Zündpunkt kommen und die Goldaktien, gerade die Top Penny Gold Aktien sollten dann in den Dollarbereich oder mehr laufen. Ja, hier ein Gold-Silber-Projektgenerator, Sonera Mexiko, 9 Millionen Dollar Marktkapitalisierung, hohes Risikostufe. Ja, die haben 6 Projekte, erstmal jetzt die ersten drei. Das ist einmal das Evelyn Gold Projekt, 500 Hektar, mehr als 1 Million Unzen, ist die Zielsetzung als Tagesbauressource. Es gab dort Goldmessung von 12 Gramm pro Tonne bis 33 Gramm pro Tonne. Dann das Plomo-Gold-Projekt, 4200 Hektar, ebenfalls mehr als 1 Million Unzen wurden als Zielsetzung gefunden, auch Tagesbauressource, auch allerdings hier Low-Grade in dem Fall 0,66 Gramm pro Tonne. Dann das Diamant, Gold- und Silberprojekt, Zielsetzung 1 Million Unzen, auch hochgradiges Gold, wie Sie sehen, 39 Gramm pro Tonne Gold, 109 Gramm pro Tonne Silber. Das Ganze befindet sich wie in Sonora, also südlich hier der USA, im nordwestlichen Teil von Mexiko. Also das Unternehmen, ich zeige Ihnen die drei Projekte gleich nochmal weiter, ist eine grobe Abschätzung, dass die derzeit circa 4,5 Millionen Unzen Gold enthalten. Das tun wir ja an dem Potentialfaktor, Grad des Goldes, obwohl dem hochgradige Werte geben, gebe ich mal mit Mittel an. Länderabzug natürlich auch. Mexiko ist, sage ich mal, zweite Klasse. Erste Klasse ist natürlich Kanada, USA etc. Und dritte Klasse wären dann Bolivien und Afrika. Ähm, Das ist dann sozusagen alles eingerechnet, was das bei einer sehr winzigen Marktkapitalisierung von 9 Millionen gegenüber 4,5 Millionen Unzen Gold gegengerechnet kommt auf einen riesigen Potentialfaktor. 281 würde dann theoretisch bedeuten, dass diese Aktie um das 281-fache steigen könnte. Aktuell ist diese Aktie hier mit 6,5 Cent bewertet. Sie sehen, also das ist rechts das kurzfristige Chart, Sie sehen, dass es jetzt auch ausbricht, vermutlich das alte Goldaktien hoch hier von 2021 ist möglicherweise schnell dann wieder erreicht und sehen, in der Vergangenheit gab es schon mal monströse Ausbrüche von dem Unternehmen hier von 2009, das war ja diese Finanzkrise, bis auf fast 6 $. Und sowas in der Art, zumindest nicht die Zahl, aber der Art des Anstieges könnte sich ja in einer neuen Goldaktienmania wiederholen bei diesen enormen Ressourcen, die sie ja haben.
Wie gesagt, das Ganze ist hohes Risiko, wie immer keine Kaufempfehlung. Jetzt schauen wir uns nochmal die anderen drei Projekte an, beziehungsweise vier Projekte. Das ist das Pilar Gold- und Silberprojekt, auch hochgradiges Gold entdeckt worden, 28,6 Gramm pro Tonne. Dann das Jackie Gold- und Silberprojekt, 1100 Hektar, ja, auch Proben 9,65 Gramm pro Tonne. Dort gibt es 50% Joint Ventures mit Silver Spruce Resources. Und dann das haben sie das Mexic Creek Gold- und Silberprojekt und dann 80 Hektar. Auch da gibt es die Zielsetzung, 1 Million Unzen Gold-Äquivalent generieren zu können. Sie haben jetzt Bohrergebnisse, 22 hochgradige Werte. Ähm, Hier über 0,5 Gramm pro Tonne Gold, einschließlich 3,41 Gramm pro Tonne und 198 Gramm pro Tonne Silber. Dann haben sie eben noch das Pitala Goldprojekt, 6500 Unzen. Das ist hier ein Joint Venture mit Agnico Eagle. Die besitzen 24, also das Unternehmen besitzt 24% davon und Agnico Eagle eben 75%. Das Ganze liegt auch in der Nähe sehr großer Minen, also die La Herrundura Mine mit 10 Millionen Unzen ist in der Nähe und in 20 oder beziehungsweise das ist 20 Kilometer entfernt und da gibt es noch die Fresnillo Nush Buyena Mine mit 1 Million Unzen Gold, die ist 10 Kilometer, also quasi nebenan sozusagen. Also da ist sehr viel Gold und Silber in diesem Gebiet. Es ist für diese winzige Marktkapitalisierung ähm, ist es einfach eine enorme Bewertung. Ob das natürlich jemals so bewertet ist, muss man sehen. Aber im Goldboom ist natürlich alles Mögliche. Es ist natürlich ein Projektgenerator. Sie versuchen natürlich ihre Projekte dementsprechend Mann zu kriegen. Das ist natürlich keine Entwicklungsgesellschaft, die, sag ich mal, ihre Projekte dann selbst hochfährt. Aber nichtsdestoweniger ist ja nicht auszuschließen, dass gerade diese Werte in einem Bullenmarkt auch dementsprechend bewertet werden. Weil um diese Ressourcen werden sich natürlich dann auch alle Produzenten reißen und dementsprechend sich auch beteiligen und nehmen, wie eben beispielsweise eben Agnico Eagle etc. Und das könnte dann auch zu enormen Bewertungsaufschlägen führen. Ja, Goldaktienbullmarkt der 1970er Jahre. Da gab es einen enormen Anstieg von Goldaktien. Das glaubt man kaum, wie es angestiegen ist. Von 15 oder 20 Cent auf 15, 20, 30, $40 gestiegen. Gar nicht selten konnte man aus 1.000 $ eine Viertelmillion machen. Das gibt es natürlich nicht nur häufig. Das gibt es natürlich nur, wenn die Goldaktien völlig am Boden sind und sich dementsprechend ein Goldboom anschließt. Im Prinzip hoffen wir wie jetzt. Jetzt sind sie noch am Boden zerstört und sowas ähnliches wie ein Goldboom ist im Prinzip in Sicht aus meiner Sicht. Generell sind auch noch die Goldaktien gegenüber Gold seit 1996 in einem Bärenmarkt. Das sehen Sie an der unteren Chart. Da werden einfach Goldaktien und Gold in Relation gesetzt. Und eigentlich jetzt haben wir jetzt Goldaktien den Boden gefunden. Und mit höheren Gold- und Silberpreisen ist es denkbar, dass diese Goldaktienunterbewertung eruptionsartig abgebaut wird, was natürlich dann zu enormen Bewertungsaufschlägen gerade bei dieser Art Aktien führen könnte. Ja, generell ist es, glaube ich, in dieser Phase einfach wichtig, sein Investment an den kommenden Ereignissen auszurichten. Die Frage ist, was sind diese Ereignisse? Das ist sicherlich Währungsprobleme, Verschuldungsprobleme. Die Verschuldung wächst exponentiell. Das wird früher oder später Einfluss auf die Gütermärkte haben. Die Preise für Gold und Silber und eben auch Goldaktien hoffentlich als Hebel werden überproportional steigen. Das heißt, man könnte sagen, in einem ersten Ereignis wird diese enorme Unterbewertung von Goldaktien abgebaut und im Gegensatz zu Gold ist ein enormer Hebel drin. Also Goldaktien, Sie sehen es bei der Rallye in den 60er Jahren, Silberaktien-Rallye und teilweise Silberaktien nicht weniger als 160-fache gestiegen, teilweise auch vertausendfacht. Das war eben die Zeit, wo Silber den Münzen entnommen worden ist. Das war also zwischen 1961, 62 bis 1968. Sie sehen auf der rechten Seite hier eine 5 Schweizer Frankenstück vor der Silberentnahme und nach der Silberentnahme. Ja, und das war eben total verbunden mit einer enormen Silbernachfrage und dementsprechend Silberaktien Preisexplosion. Auf was Ähnliches hoffen wir eigentlich jetzt aktuell auch.
Das heißt, sie machen überproportionale Gewinne mit Gold und mit extrem niedrig bewerteten Gold- und Silberaktien, haben dann die Möglichkeit, mehr Gold und Silber zu kaufen. Und Sie kennen alle von Egon von Greyerz oder Mike Maloney die Aussagen, wo die Maximalkaufkraftwerte von Gold und Silber irgendwann dann vermutlich liegen. Und das ist bei Gold 8.000 Dollar heutige Kaufkraft und bei Silber irgendwo ein Wert zwischen 200 und 400. Also beispielsweise 1980 konnte man für 500 Unzen Silber ein Haus kaufen. Heute ist das, muss man ca. 15.000 Franken dafür hinlegen. Also enormes Aufwertungspotenzial für Gold und Silber, beziehungsweise enormes Abwertungspotenzial für Immobilien und Standardaktien, was aber gleichzeitig wieder eine enorme Chance ist. Wenn Sie das Chart unten links sehen, sehen die Situation 1980. Da ist eben Gold und Goldaktien eben explodiert. Und im Verhältnis dazu sind die Standardaktien enorm gesunken. Das ist hier dieser untere Punkt. Und da konnte man im Prinzip Gold, für eine Unze Gold einen Dow kaufen. Also eine Unze Gold war 850 Dollar und ein Dow 850 Punkte. So, und dann war dieser extreme Punkt vorbei. Und wer hier umgeschiftet hat, seine Gold-, Silber- und Goldaktiengewinne hier investiert hatte, konnte 20 Jahre inflationsfreies Wachstum mit Standardaktien, Topfonds etc. generieren. Und irgendwo, wie werden wir diesen ökonomischen Tiefpunkt nicht erreichen? Das haben Experten berechnet und möglicherweise geht es sogar unter das Verhältnis 1:1. Also, dass man, vielleicht ist es denkbar, dass man für eine Unze Gold 2 Dow kriegen kann. Und dann shiftet man um und hat eine ganze Reihe von Jahren inflationsfreies Wachstum mit Aktien vor sich. Und wenn man das dann in, sage ich mal, diese Ereignisse verkettet, also die potenziellen Gewinne, jedes Ereignis miteinander multipliziert, kommt man auf unglaubliche Zahlen. Also wir nehmen jetzt 200 Dollar, verfünffachen wir unser Geld mit Top-Penny-Gold-Aktien beispielsweise, vervierfachen die Kaufkraft mit physischem Gold und Silber und verfünfzigfachen uns beim Reinvestment nach dem Gold und Silber Spitze des Reinvestieren, kaufen wir Top-Fonds, Top-Aktien und haben inflationsfreies Wachstum die nächsten 10 bis 20 Jahre. Hätte man das 1980 gemacht, Sie sehen das, 1980 hätte man in Berkshire Hathaway eingestiegen, hätte man sein Gold und Silber verkauft, hätte sich dieser Fonds um das 200-fache bis zum Jahr 2000 erhöht. Und okay, Berkshire Hathaway ist ein spezieller Fall, besonderer Ausnahmeinvestor, aber eben auch andere Fonds, Top-Aktien haben sich ähnlich entwickelt. Vielleicht, deswegen setzen wir hier den Faktor 50 an. Und man kommt hier bei dieser Verkettung dieser Ereignisse auf eine Kaufkraft von 1 Million. Das ist im Grunde genommen meines Erachtens die Antwort auf diese beispielsweise Rentenproblematik, weil dieses gegenwärtige Rentensystem, das Investieren, reflektiert eben gar nicht die kommenden Ereignisse. Und logischerweise füttern sie nur die Spekulationsgewinne der Leute, die verstehen, was für Ereignisse kommen. Das ist das Problem in dieser ganzen Geschichte. Deswegen ist man meiner Meinung nach wirklich gezwungen, sich mit dieser Art von Investment auseinanderzusetzen. Und Goldaktien ist eben jetzt die Phase, wo es meines Erachtens besonders interessant ist. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Art von Goldaktien zu investieren, nach moderatem, sehr hohen Risiko zu sortieren. Wir rechnen auch einen Potenzialfaktor, soweit es möglich ist, haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwert ist einfach Unternehmen zu jeder Zeit an Gold und Silber sehr günstig gekommen. Eine Überweisung und ist im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Es kann genauso leicht verkauft werden und einfach um vielleicht in Situationen, wo es nicht so leicht an Gold und Silber zu kommen ist, dass Sie da eine sichere und sehr günstige Bezugsquelle haben. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, damit Sie über neue Videos informiert werden. Gerne vielleicht auch ein Like hinterlassen, wenn Ihnen das Video eben gefallen hat. Es würde eben beim Algorithmus dazu führen, dass dieses Video auch dann anderen Personen, die an dem Thema interessiert sind, vorgeschlagen werden würde. Nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.